Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Zestiria. Ich bin glücklich und ich verschwinde jetzt aus diesem hässlichen Dungeon-Igrein hier. Wir haben diesen Kampf geschafft, den Dungeon jetzt geschafft, haben beim letzten Mal hier den Diener hier getroffen, vom hier mächtigen Feuerlord, wie auch immer, und haben nun hier die Kraft des Feuers erhalten und können jetzt mystische Art im Feuermodus machen. Aber trotzdem, es war ein furchtbarer Fight, er war hart, er war schwer und ich hasse ihn und ich will nie wieder diesen Kampf machen. Und ich bin so froh, dass wir jetzt mit dem Drecks-Dungeon vorbei sind. Jetzt haben wir den Papst, packen wir den einfach ein und dann gehen wir zurück nach Pendrago. Gehen wir zurück? Nee, eigentlich nicht. Schauen wir mal, was wir nun machen. Shepherd! We managed to overcome the trial. Now we have a chance against the malevolence of the Cardinal. The Fortin I remember was sincere and devout, with a sense of responsibility second to none. How could she do something like this? No, perhaps I don't have the right to say such things. Malevolence in the hearts of mankind sure is complicated. Yeah. I do hope we find a way to bring salvation to them. Someday. Agreed. If anyone can do it, you can. Hey Hetlef, na, wie geht's dir da oben? Alles gut bei dir? Und was war das für eine merkwürdige Person, die da neben ihm stand? Also das eine war natürlich Hetlef, das haben wir deutlich erkannt. Wir können ihn ja, wollen wir nochmal Hetlef bekämpfen? Lief ja beim letzten Mal so gut. Ich bin so froh. Jetzt gehen wir nämlich zurück nach Pendrago, hauen der blöden Tusse da runter und dann haben wir es hoffentlich hier geschafft und müssen nie mehr solche schlimmen Sachen machen. Nie wieder. Nie wieder. Wo geht's denn hier hin? Cool. Super. Egal. Wir haben das jetzt zumindest geschafft. Jetzt ruhen wir uns noch einmal ganz kurz aus. Und dann geht's zurück nach Pendrago. Erstmal da eines geht's und dann nochmal was futtern und dann weg hier. I wonder what's happening in Pendrago now. If we take too much time, Sergei and his brigade may be forced into a situation where they need to take action. It would also give Fortin more time to devise a trap. Don't even say that! Just stating a fact. Though it is a shame. Yeah. If we don't do anything, the situation won't get any better. That's for sure. Is that so? There's more of those dogs now. Maybe Dezel has some new friends? Well, that's no good. He's talking with those dogs. From a normal person's perspective, I bet we don't look any less weird. Don't lump me together with those mutts. But the dogs do feel the same. In a good way. Those dogs are so mature. If they're mature, then so am I. Give me some credit for once. I'm sick of this Norman collecting already. How is that possible? Everyone knows you love them. You've even got one on your umbrella. Rose, better not to mention the mascot. It gets long. I love long stories. Go ahead, lay it on us. Okay, but don't say I didn't warn you. This little guy here? You can pull out his head to stretch out his neck, like a giraffe. That's what you meant by it gets long? Same goes for the nose, too. Max length, 1.5 times its height. Ew, that's not even a Norman anymore. That's right. This thing's like a talisman, an amulet, a rabbit's foot, a periapt, that sort of thing. I don't quite get it, but sure. A charm you carry because it's special to you, right? Not really. It was given to me, so I put it on. Wir hätten ja damit rechnen können, dass da so eine blöde Antwort kommt. Die Geschichte ist lang, weil sein Kopf lang ist. Ach nee. Oh, ich kann mich nicht nach Pendrago porten. Egal. Glaubst du kannst mich damit ärgern, Spiel? Mich ärgern. 2600 Galt, das ärgert mich. Aber ich porte mich da jetzt ganz entspannt hier hin. Da muss ich diesen ganzen Weg nicht nochmal zurücklaufen. Ich hoffe, ich habe mich auf die richtige Seite geportet. Nein. Scheiße. Ja, ganz sicher haben wir uns nicht auf die richtige Seite geportet. Aber egal.
Gut, dann gehen wir jetzt nämlich nochmal nach Pentagon. Ich pop mich jetzt hier einfach nochmal, das ist mir jetzt wurscht. Ich hau meine Geld raus. Für irgendwas müssen wir uns hier ausgeben, wenn man hier schon davon sich nichts Vernünftiges kauft. So, der Eingang zu... 2004! Dass ich mich in einem Gebiet weiterporte. 2400 Geld. Nee, okay, dann laufe ich lieber. Egal. Again. I hate these constant rain showers. Oh, a shower! We could use the spiritual power of fire to heat up the rain, make it fresh and cleansing. Sounds splendid. Shall we give it a try? I'm not sure this is what the powers are meant for. Ach, Mibo, du bist schon wieder so ein Spießer. Lass sie doch. Ich wette, dann haut sie so einen Feuerball in die Luft und der kommt dann wieder zurück und verbrennt alles. Fände ich super. Fände ich super. Gut, da hinten ist jetzt Pendrago. Dann sind wir wieder da. Dann tun wir erstmal der blöden Kardinälin. Tun wir erstmal hier die besiegen. Danach ist die Stadt gereinigt und dann ist alles gut. Und dann kommt der Lord des Unheils. Ich frage mich, warum der Lord des Unheils uns eigentlich immer so nett laufen lässt. Bam! So, komm, dann mach ich den Punch und dann war's das von dem. Ich finde es echt lustig. Und am Ende besiegen wir ihn und dann sagt er, oh, jetzt bist du einfach so stark geworden. Ja, hättest du mich vor 10 Stunden besiegt, dann vor 10 Spielstunden, dann hättest du mich mit Leichtigkeit besiegt. Aber mal, wenn du nicht willst. Wer der will, der hat schon, oder? Shepard, there you are. The Church has asked the Emperor to have the Platinum Knights subdued and disbanded. They have been accused of instating a false shepherd and plotting a rebellion. That was quick. Do you think they already got word of events in Gadadin? This is because I got involved. You're no fake. They're just making up excuses to do what they want. Go see the captain in the Knight's Tower if you want to know more. Cardinal Fortin. We can't underestimate her for a second. Well, I'm ready on my end. Bring it on, Church Lady. Okay, legen wir uns mal wieder mit der Kirche an. Ging ja bis jetzt in jedem Tales gut aus. Symphonia? Naja, so halbwegs. So halbwegs. Okay, also, wir müssen erstmal zur Särge und jetzt erstmal bereden, was wir jetzt machen. Weil nicht nur wir, sondern auch hier, die Lieben werden jetzt hier wahrscheinlich zum Staatsfeind erklärt. Und das heißt natürlich dann, es sieht nicht gut aus für unsere, ja, es ist ja irgendwie noch eine Rebellion, aber wir haben ja gesehen, was für furchtbare Sachen sie hier gemacht hat und wie mächtig sie auch ist. Ich glaube, der Feuerteufel, den wir gerade bekämpft haben, war dagegen was Kleines. Oh mein Gott. Soray, thank goodness you're safe. Is it true the Cardinal has ordered the suppression of the Knights? It is. I suspect this letter we received was the last straw. I, Boris Strelka, have witnessed Cardinal Fortin engaging in an unspeakable ritual. Using vile magic in the holy shrine, the Cardinal is unleashing incessant rains upon Pendrago. The Cardinal is the one making it rain? You can't be serious! Considering the power of her domain, it isn't all that far-fetched. There are Seraphim out there who've moved the continent. Moved the whole continent? Saray, let's continue reading. Cardinal Fortin is the evil behind the ongoing curse of the Empire and its people. Regrettably, I have already fallen prey to the curse of the Cardinal. I entrust the rest to my brother Sergei and my comrades. If it's come to this, then we have no choice but to fight against the Cardinal. Soray, where's the Pope? There's something I need to tell everyone about that, but you might not like it. I see. So he's not coming back. I'm sorry for deciding without you. The Pope isn't coming back? But now what? He was our shield. We've been betrayed! It is we, the Knights, who shield the Empire and its people! It is we who shoved our duties onto the Pope! It is we who are to blame for the consequences! Some things we must do ourselves, rather than depend on others. I swear on my lion's sword! On my lion's sword! Wait! No ordinary humans can hope to take on the Cardinal. You've done more than enough. I do not wish for you to bear the same painful burden that the Pope had to. You know, Saray,
Even if it is for the people, this is still a political battle. So what if it is? Well then, how about this? We'll investigate the Cardinal's possible involvement regarding the reign from our end. In the meantime, Sergei and the others can try to convince the Emperor to believe the Knights. So, ultimately Sorey means to fight the Cardinal after all? Our goal is just to clear up this mystery. Don't you want to know? Yes, I do. I'd like to find out if there truly is something causing the rain. I must apologize. It seems all I can do is put you in danger. I'm more worried about you. If the Emperor sides with the Cardinal or takes a hands-off approach, either way, you guys are screwed. If we can convince the Emperor, we should be able to capture the Cardinal. We'll get him to see the truth, for the people and our comrades. Boris was Sergei's brother, wasn't he? He was investigating the Cardinal, and he put his life on the line for it. Sergei seemed pretty calm about the whole thing. Eine alles andere als leichte Aufgabe, die also nun vor uns steht. Wir haben beim letzten Mal gesehen, was passiert ist, als wir hier in die Kirche eingetreten sind, nämlich im Endeffekt, ja, wurden wir so gut wie ausgelöscht. Anders, glaube ich, dürfte es das nicht. Wen nehmen wir am besten mit? Ja, dann nehme ich Lailah und diese. Weil im Endeffekt haben wir gesehen, dass sie wirklich mit Schupp uns ausgelöscht hat hier. Also hier uns auslöschen hätte können. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Es wird furchtbar enden, das wissen wir jetzt schon. Und ja. Zum Glück laufen wir direkt in die Arme. Das macht die Sache immerhin schon fast erträglicher. No guards? This has gotta be a trap. Things are gonna get crazy from here on out. You said it. Now! You got it! Yes! But even so... This is some malevolence. Do you think that it could be Maltellus who's possessing the Cardinal? What did the cat in the bird mask say? Me, owl! Felt like the domain had been restored for a second. Are terrible jokes also part of your oath? I was really proud of that one. I'm thinking it's not Maltellus. Why? Are you seriously Exio was a servant of Didn't know Musif, you liked one of the puns. 5 lords like Maltellus. I don't! This Why did domain the is cat rather take strong, off the bird but mask? not leaps and bounds look too different from cute. Exio's. I knew it. When did you start making logical arguments? Ich finde es ganz schön irritierend, dass hier unsere Kameraden teilweise unterschiedliche Dialoge führen. Ihr habt gesehen, Edna und so, die haben da im Hintergrund sich unterhalten, ne? Ich will auch wissen, was Edna gemacht hat, dass der Lehrer wieder so beleidigt war. Egal, wir speichern jetzt erstmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was wartet da auf uns? Irgendwas Furchtbares. Aber ich finde das immer so cool. Ach, Lea, mir gefällt es immer, wenn sie immer vom Thema ablenken muss. Looks like there's something nearby. There's something back there. It's a trap. Totally a trap. But A hidden door? Seriously, how cool is that? I hate myself for saying it, but so cool. The village chief knew the whole thing by heart, didn't he? Impressive. The shepherd is granted 4 powers: earth, water, fire, and wind. They are the blade that shall cleave the Lord of Calamity. That's just what the village chief was saying. You memorized it? More or less. He's actually pretty decent at that sort of thing. I'm sorry, Sorey. You're more capable than I thought. What did you take me for? But what exactly are the spiritual powers of the shepherd? All of nature is composed of 4 elements: earth, water, fire, and wind. Each one is governed by one of the 4 eldest Seraphim. Right. Eumacia, Amanak, Musif, and Hyanua. Correct. They maintain the balance of the entire continent of Glenwood. When you put it that way, they sound almost like gods. Though they lack a certain divine presence. We feel much the same, actually.
They're ostensibly the source of our seraphic arts, but we're basically never aware of them. That's the nature of the Five Lords' existence. The Shepherd's spiritual powers are most likely the result of a fortification of elemental affinity through the blessings of the Five Lords. And all to battle against the Lord of Calamity. Kind of a shame that such wondrous power has to be squandered on fighting. Wir haben ja gerade gesehen, wie hier Sorey durch das Kraftfeld, könnte man hier sagen, also über die Domäne hier durchdrungen ist. Die Frage wäre, können wir jetzt auch damit schon durch die Fähre von hier dem Hetlef durchbrechen? Wäre ich ganz interessant zu wissen. Das ist definitiv ein Feuerding. Aber egal, wir gehen erstmal hier hin und schauen, was da Schönes ist. Roter Irdestein war. Der junge Hirte erzählt Lailah, dass sie sich trennen müssen und macht sich allein auf die Suche nach einem bestimmten Schrein. That man. He was a former shepherd, wasn't he? Yes. I see. He seemed like a pretty laid-back fellow. Unlike certain other shepherds. Shut up. Well, there's one more thing we learned. Yeah, let's go on to the next one. Huh? Wait, you're not gonna ask her for more details? Wouldn't it be crazy useful to get info on your predecessor? There's a reason why Lailah never mentioned it, don't you think? We know that much at least. Freund Mikleo. But that reason just might be the key to all our problems. You better hope you don't regret it later. They may be kids, but they're not as immature as you'd think. Okay, wir können dann nochmal versuchen, sie darauf anzureden. Dann erzählt sie uns wieder irgendeinen guten Witz über, über Katzen. So, könnte das noch passen. Okay. Kann das uns öffnen. Super gut. Okay. Was seid denn ihr? Teufelchen. Level 33, ja klar, Mann. I thought devils only existed in books. For real? Anything goes at this point. Be sure to watch out for its spear. Seht ihr gerade, dass diese Viecher uns ganz schön fertig machen? Oder bilde ich mir das nur ein? Lailah? Lailah? Mach was! Irgendwas. Die sind ja verdammt stark. Okay, das lässt schon wieder sehr Gutes erahnen. 286. That was a tough enemy. Let's prepare for our next battle. Das finde ich aber nicht von dir. Das finde ich richtig gut, finde. So. Die Tür können wir öffnen. Also alle roten Türen können wir schon mal öffnen, so wie ich das verstanden habe. Das ist schon wieder ein ganz vertrickter Dungeon. Sowas mache ich gar nicht. Aber wir brauchen halt die Erfahrung und wir brauchen ganz viel Zeug noch. Werwölfe, die sind mir sympathischer. Nein, die sind mir... Also, das Spiel ist schon ganz schön merkwürdig. Es haut Gegner... Es haut Gegner, die Level 33 sind, mit Gegner auf Level 20 in einen Dungeon rein. Finde ich ein ganz klein bisschen irritierend. Speichern. Speichern. Speichern, 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 speichern. Zur Sicherheit, weil ich glaube, der wird uns töten. Rüstungspanzer, schau mal kurz. Ach, weißt du was? Ich habe hier die heilige Klinge, mit der ich euch alle fertig mache. Und jetzt kommt... Komm schon! Okay, gut, dann können wir schon wieder teilen. Ah, okay, das hat gesessen. Und das hat noch mehr gesessen. Das war cool. Let's do some fortune telling. Please, pick one. No way, I don't believe in that stuff, is what Rose would say. Rose is indeed quite down to earth. Hey, ask me! I do believe in that stuff, you know? Edna will keine Karte ziehen. So, es erinnert mich, als wir alleine diese Prüfung gemacht haben. Ihr wisst noch, diese, wo sie hier die Karten gezogen, wo sie erzählt hat, dass sie die Karten gezogen hat. Das, aber Lailah und der Kartenzieher, schauen wir mal. Ob sie uns so Tarotkartenmäßig ihr Schicksal voraussehen kann. Wäre echt ganz cool.
Du wirst sterben, du wirst grauenhaft sterben. Es werden ganz viele starke Gegner kommen. Na, ich sehe da keinen Zusammenhang. Ich weiß nicht, was ich daraus deuten soll. Hundi. Hundi. Ihr seid mir echt sympathisch. Oh, ich dachte, es wäre eine Hundi. Diese Teufel sind nämlich mir für meinen Geschmack echt zu stark. Und dann sehe ich Level 33. Was haben sie ja Schwäche? Körperlich. Ja, okay, körperlich angreifen. Ja, dann hauen wir drauf, würde ich sagen. Zack. Komm schon. Wollen noch eine Löwengeheule und das war's, oder? So, 127. Wird immer weniger, was wir bekommen. Gut, ich marschiere jetzt hier einfach mal voran, ohne ganz genau zu wissen, wo wir genau lang müssen. Habe ich das nur so das Gefühl, dass das ein riesiger Dungeon, der hier auf uns wartet. Schau ich mal an, wie viel Abzweigungen der schon allein hat. Ein Speicherpunkt. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber das heißt, dass hier der Raum ist, wo wir am Ende hin müssen. Aber ich schätze mal, wir müssen davor hier von allen Elementen so eine Tafel finden. Bin mir ziemlich sicher. Hey, can I mention something? This is something I realized when we met the Pope, but I believe it was Cardinal Fortin who preceded the motion for war. That chief we met? I can't see him making the decision to declare war like that. So, does that mean you're going to... You want to purify the Cardinal, don't you? I do. She may have become a Hellion, but I still believe that her sense of responsibility is sincere. If you purify her, I'm sure she can be saved. I think so too. All right then, let's give it a shot. I've got your back on this one. Rose, You don't need to say anything. It's just how things shook out. Ich hasse dieses typische dieses typische Fairy-Tale-Ding. Am Ende sind alle gut, alle sind Friede, Freude, Eierkuchen und am Ende ist Hetlef nur ein ganz netter Typ, ja, da war irgend so ein Begleiter, den er dabei hat, den er die ganze Zeit nur beschützen wollte. Eigentlich ist Hetlef voll nett. So, wir sind eingesperrt. Da habe ich doch gerade ganz sicher gehört, dass da was zugefallen ist. Okay, aber da ist eine neue Tafel. Eine kleine gelbe Tafel. Mit der kleinen gelben Tafel können wir hier die Erddinger aufmachen. Apropos Erdding, wir müssen mal bei dem Gegner den Move hier bringen. Ich bin gespannt, was das so... Ob das was bringt. So, jetzt kommen hier wahrscheinlich so Erdgegner oder irgend sowas in der Art. Bah! Ah, schade. Mich hätte jetzt echt interessiert, hätte man es rechtzeitig geschafft, was dann passiert wäre. Gegner wäre einfach implodiert oder sowas. So, wo war das? Irgendein Rollenspiel, was ich letztens gespielt habe. Da konnte man Gegner auch hauen im Kampf, also vorm Kampf meine ich. Und wenn man die dann wenn man die früh genug eben gehauen hat, dann sind die einfach... Warte, gehe ich gerade zurück? Na schon, da geht's wieder zur anderen Richtung. Ha! Jetzt habe ich es geschafft. Schauen wir mal. Naja, 130, das macht schon deutlich mehr Schaden als der normale Schlag. Was soll ich sagen? Ach ja, wenn man dort die Gegner von hinten erwischt hat, dann gab es irgendwie so eine 3%ige Chance, dass man den Gegner gleich so getötet hat. Das ist eigentlich richtig cool gewesen. Was ist denn das für ein Spiel gewesen? Keine Ahnung. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Dazzle für Waffen hat. Er hat so Revolver, aber gleichzeitig irgendwelche so merkwürdigen Seilketten oder irgend sowas. Dass man das Dazzle voll reinhaut. Also von unseren guten Seraphim-Freunden ist er definitiv der am meisten Damage macht. Hier gibt so viel Sackgassen. Das kann ja gar nicht sein. So, dahinter da ist noch ein Raum, da wird es sicher noch was geben. Chill mal, chill mal, chill mal. Nee, mein Kumpel. Ich mag die nicht. So. So. Wenn du unbedingt sterben willst, mein Gott. Ach, geläutert. Boah, ich will Servit in unserer Gruppe, ganz ehrlich, Mann. Der wird einfach mal bam, mystisches Ades, da wird er seinen coolen Revolver, wird er sich in den Kopf schießen. Übrigens, habe ich ganz vergessen zu erzählen, das wollte ich die ganze Zeit erzählen. Sein Move ist 1:1 der aus Persona 3, wo immer die Personas beschworen wurden, indem man sich in den Kopf schießt. Ich weiß nicht, da gab es diese allererste Szene, wo sich einer versucht, auch einen Persona zu beschwören und der sich wirklich erschossen hat. Und dann kriegst du die Pistole und musst sagen, ey, erschieß dich, das wird schon klappen. Du wirst nicht so enden wie der andere. War eine verdammt coole Szene. So, die blaue Tafel haben wir. Jetzt kann man auch hier weitergehen. Ich glaube, jetzt sind wir wieder zurückgegangen. Ja, sieht ganz so aus. So. Also in diesem Dungeon gibt es wirklich ziemlich viele Gänge. So, da ist eine Feuertafel. Oh. Zack, aber
Wir besiegen schon hier die gute Gegner. Lailah hat gleich auch wieder Level 3 Stufe, das heißt, sie wird gleich mal wieder mystische Artes raus haben. Ich finde es echt ganz nett, dass sie das besonders die Seraphims immer so cool ihre mystischen Artes raus haben, weil sie brauchen ja im Endeffekt nicht den diese SP oder SA oder was auch immer ist, zur Armatisierung, nicht so wie wir. Und das ist wirklich cool, dass sie die wirklich von alleine und raushauen. Ich würde den, aber es wäre cool, wenn man den auch den Befehl geben könnte, hau ihn jetzt raus. Das wäre super. Oh no, man kann nicht alles haben. So. Habt ihr die geringste Ahnung, wo wir sind? Ja, sehe ich ganz sicher nicht. So, uns fehlt ja im Endeffekt nur noch eine Tafel, so wie ich das sehe. Feuer haben wir. Wasser haben wir. Erde haben wir. Jetzt fehlt uns im Endeffekt nur noch die Windtafel. Die hier wird dann einer von den beiden Steinen sein. Mit dem will ich nicht. Bitte nicht. Ja gut, genau, da brauchen wir den Wind. Danke. Oh, ein Glück. Okay, das war hier der ganz am Anfang hier, wo wir ganz am Anfang waren und da ist der Wintereingang, den wir nicht nehmen konnten. So, ich würde ganz gerne nochmal auf die andere Seite hier gehen. Ah, hier ist auch noch ein Gang. Mit Kisten. Und es fällt immer ein Gegner von oben herab, wenn sowas ist. Es fällt immer ein Gegner von oben runter. Komm. Fall. Das ist ja ganz merkwürdig. Okay, wie gesagt, wir müssen nur noch den einen Ding finden und dann kommen wir schon weiter. Der Dungeon, der ist mir immer schon wieder sympathischer. Es ist zwar auch ein bisschen Sucherei, aber nichts im Gegensatz zum vorigen Dungeon. Weil der vorige Dungeon war wirklich hässlich. Also der war wirklich richtig scheiße mit seinen blöden Feuerdingern. Und ich weiß, dass wir sowas noch mindestens 3-mal machen müssen im Spiel. Mindestens. Obwohl, vielleicht hier ist ja... Nee, warte, hier ist der Anführer, der Martellus. Was mich irgendwie an Martell erinnert. Ja, Martell nochmal. Ah ja, stimmt, das war doch dieser coole Typ aus Symphonia, von dem ich das erste Mal gedacht habe, es wäre ein Mädchen. Und der dann hier der größte Gott in Yggdrasil war und dann im Endeffekt... Ah, nee, ja, war Martell nochmal, das war die Schwester von Yggdrasil. Ah, Symphonia, es ist schon so lange her. Locker ein Jahr. Ein Jahr, oder? Ich habe alles schon vergessen. 1,5 Jahre. Gute Ausrede. So. Aber doch, Martell war die Schwester von Yggdrasil. So war das, glaube ich. War auch eine ganz nette Person. Gut, gehen wir kurz mal an den Monolithen ran. Zack. Und da ist nochmal ein Flammensymbol, das heißt, wir müssen da nicht hin. Ja, da gesehen wir zurück zur Steinkirche. Da müssen wir nochmal hinschauen. Oh! Warum leuchten die lila? So, also ich bin echt gespannt, was uns hier als Bossfight erwartet. Was für eine Form die dann annehmen wird, weil wir wissen ja ganz klar, das ist nicht so wie mit dem Papst, wo wir gesehen haben, dass er nicht verdorben ist, sondern, übrigens eigentlich müssen wir das Dorf nochmal von irgendwie befreien. Aber vielleicht wurde es ja noch die Anwesenheit vom Lord of ich kann das Wort nicht aussprechen. Man kann nicht alles Englisch aussprechen. Calamity, glaube ich. Wurde es ja hier beeinflusst, aber... Warte, wo wollte ich jetzt hin? Dahinter und dann wollte ich in den haben, okay. Möglicherweise ist es ja so, dass hier... Ah, hier sind wir gar nicht abgebogen. Ah, ja, ja. Bitte ist da das Windzeichen. Das wäre echt cool, weil hier ist das Erdzeichen, das wird Sinn machen, wenn da das Windzeichen ist. Oder auch nicht. Was ich zumindest gemeint habe, es würde Sinn machen, dass einfach nur durch seine Anwesenheit hier alles verunreinigt wurde. Und jetzt, wo er wieder weg ist, ist alles wieder gut. Das wäre schön. Aber wir wissen ja, dass es ganz sicher nicht so sein wird und dass alles furchtbar und schlimm ist. Weil, wieso? Es ist immer alles furchtbar und schlimm. Oh. Ich hasse so getrennte Dungeons. So ein Dungeon, der ein Gebiet ist. Ein Dungeon, der halt zusammengehört und der mehrere Untergebiete geteilt ist. Weil dann haben wir immer das Problem, was wir hier auch gerade eben haben, dass wir immer wieder die Gegner, wenn wir uns umschauen, nachspawnen. Sowas ist echt ätzend. So, ich glaube, wir haben die letzte Tafel gefunden. Cool. Also, wir haben alle 4 Tafeln gefunden damit. Und das heißt, wir sollten diese coole magische Tür öffnen können. Ob das so cool ist? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, weil ihr wisst, was das heißt. Ein Bossfight kommt auf uns zu. Warum kommen eigentlich in letzter Zeit alle 5 Minuten Bossfights? Ich will mal irgendwie wieder... Lailah, hättest du dir das noch 10 Sekunden aussparen können? Ich frage ja bloß. Ich weiß, dass die Antwort nein ist, aber es wäre cool gewesen. Aber es wäre echt super cool gewesen. Pfirsichgummis müssen wir alle einsacken. Ein Scheitel rechts. Jetzt kann man Scheitel tragen. Das ist ja cool. Sollte die ganze Weltretter-Sache schon viel leichter sein. Jetzt haben wir einen Scheitel. So.
Ich hätte gern Afro. Wieso gibt es eigentlich keinen Afro? Ach ja, stimmt, weil den muss ich wahrscheinlich für 5 Euro als DLC dazu kaufen. Gut, damit haben wir alle Tafeln, wie gesagt, gefunden. Sollten nun hier die Tür öffnen können. Und das heißt natürlich, Bossfight steht an. Wir machen nun erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Tales of Zestiria. Ja, 30 Minuten können wir schön hier den Cut machen. Und dann schauen wir mal, ob wir den nächsten Kampf überleben werden. Ich bezweifle es. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.